Herzlich willkommen in meiner Küche. Ich bin Esther und ich zeige euch heute meinen leckeren Avocadokuchen. Das Tolle an der Avocado ist, sie macht den Kuchen super frisch und super saftig. Für meinen Avocadokuchen brauche ich eine Avocado, 225 Gramm Butter oder Margarine, 4 Eier, ein bisschen Salz, 50 Milliliter Milch, 250 Gramm Dinkelmehl, 100 Gramm Mandeln, 130 Gramm Zucker, ein Päckchen Backpulver und ein wenig Zitronensaft. Als erstes kümmere ich mich um den Hauptakteur und das ist natürlich die Avocado. Die wird jetzt hier rausgelöst aus der Schale und dann mit ein bisschen Zitronensaft püriert. Meine Avocado ist jetzt sämig püriert und jetzt kann ich die restlichen Zutaten in die Küchenmaschine geben und zu einem Teig verarbeiten. Dafür nehme ich erstmal die Margarine. Ihr könnt auch Butter nehmen. Die schlage ich jetzt mal schön auf. Und dann gebe ich die Eier einzeln dazu. Ich gebe jetzt noch das Mehl. Ich habe hier Dinkelmehl, ihr könnt auch Weizenmehl nehmen. Dann kommen die gemahlenen Mandeln. Etwas Zucker. Wenn ihr komplett auf Zucker verzichten wollt, dann nehmt einfach ein bisschen Agavendicksaft. Jetzt kommt die Milch dazu. Eine kleine Prise Salz. Und dann noch ungefähr ein Päckchen Backpulver. Und als letzte Zutat kommt jetzt noch meine Avocado rein. Ich habe jetzt hier meine Kastenform. Die fette ich einfach mit ein bisschen Margarine oder Butter ein. Und dann bestäube ich die noch ein bisschen mit Mehl. Durch die Avocado hat der Teig jetzt eine schöne grüne Farbe angenommen und sieht auch nach dem Backen immer noch super köstlich aus. Und dann kommt der Kuchen für ungefähr 60 Minuten bei 150 Grad in den Backofen. Der Avocadokuchen ist jetzt fertig und jetzt kann ich schon die Glasur herstellen. Dafür nehme ich einfach so ein bisschen Puderzucker, vermenge den mit ein bisschen Limettensaft und stelle so eine relativ dickflüssige Glasur her. Wichtig ist, dass keine Klümpchen entstehen. Es soll eine schöne weiße Masse sein. So, den ausgekühlten Kuchen kann ich jetzt schon mal aus der Form lösen. Dafür fahre ich jetzt hier am Rand kurz mit einem scharfen Messer vorbei. Aber ich merke schon, der ist so gut gebacken, der kommt schon fast von alleine raus. Den stürze ich jetzt hier auf so eine Kuchenplatte. Ja, der sieht toll aus. Richtig gut geworden. Jetzt kann ich schon meine vorbereitete Glasur nehmen und den Kuchen damit übergießen. So möglichst von allen Seiten gleichmäßig verteilen. Und ich nehme dann immer noch mal eine frische Limette und mache noch so ein bisschen Abrieb von der Limettenschale drüber. Das gibt noch mal so einen richtigen frischen Kick, nur wirklich ein bisschen von der Schale oben drauf. Sieht auch noch mal richtig schön aus. Und das Beste an dem Rezept sind die Pistazien, die jetzt noch mal übergestreut werden. Die geben noch mal so eine richtige nussige Note, schmecken richtig gut, knackig. Ich schneide den hier mal schön an. Man sieht schon, super saftig, eine goldgrüne Farbe, richtig gut. Und jetzt geht es auch endlich ans Probieren. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus.
Schmeckt auch richtig, richtig gut. Falls ihr noch nie mit Avocado gebacken habt, probiert es auf jeden Fall mal aus und lasst es euch schmecken.